Hey und willkommen zu meinem 8. Video aus Schwedisch Lappland. Und die gute Nachricht ist, dass auch hier jetzt endlich richtig der Frühling angekommen ist. Und zwar erst seit ungefähr einer Woche. Und der Frühling ist hier die Zeit der Rückkehr, sagen die Samen. Also nach dem samischen Kalender ist jetzt auch der Mai der Kälbermonat, wenn die Rentiere ihre Kälber gebären. Und eigentlich fangen auch im Mai die 8 Jahreszeiten nach samischem Kalender an. Das heißt, es geht los mit dem Frühling, wenn alles langsam zum Leben zurückkehrt. Und man merkt wirklich ganz doll, dass die Menschen wieder langsam so aus ihrem Winterschlaf erwachen, die Tiere auch. Man fühlt sich viel mehr voller Energie. Es gibt ganz viel Licht, also die Sonne geht abends zwar so gegen 9:30 unter, aber man sieht noch eigentlich stundenlang danach Licht am Himmel. Es wird eigentlich kaum noch so richtig dunkel. Und so um 3 Uhr morgens ist dann schon wieder Sonnenaufgang. Also das geht jetzt wirklich ganz, ganz schnell in Richtung Mitternachtssonne, dann im Ende Juni, wenn dann Mitsommer ist. Und es ist eine ganz spannende Zeit. Also es ist die Zeit des Islossning, nennt man das auf Schwedisch. Das ist, wenn das Eis bricht auf Seen, auf Flüssen, auf dem Meer. Und das war wirklich super interessant für mich, denn vor ein paar Wochen, ich glaube, das war am 21. April, war ich noch mit Niklas von Cold Adventures auf der Insel Jetskär. Das werdet ihr gleich auch im Video sehen. Und da konnten wir noch mit dem Schneemobil wirklich übers Eis fahren. Und er hat mir noch erklärt, woran man erkennt, ob das Eis jetzt noch sicher ist oder nicht. Und ja, eine Woche später sah man schon, dass das Eis langsam brüchig wurde, immer dünner. Und jetzt, seit einigen Tagen erst, ist wirklich offenes Wasser, zum Teil auch schon auf dem Meer, hier vor Baskeri. Und ich finde das total aufregend, das mitzuerleben. Und habe gestern zum ersten Mal wirklich Meeresrauschen, so ein bisschen Wellenrauschen gehört. Und mir gedacht, boah, du wohnst ja tatsächlich am Meer. Möwen sind zurückgekehrt. Man sieht manchmal Insekten, die schon am Boden rumkriechen, Ameisen. Und das sind einfach Sachen, die für uns sonst ganz normal sind. Aber hier in Lappland, nach wirklich einem sehr langen Winter, der fast bis Ende April gedauert hat, ist das was ganz Besonderes. Und dass man wieder Blätter unter den Füßen spürt, dass man Äste knacken hört. Das sind einfach so diese kleinen Sachen, die jetzt einfach wieder da sind. Und auch die Stille weicht. Einfach jetzt unheimlich viele Vögel auch singen gerade und zwitschern. Und dann ist erstmal ganz viel Leben. Und das tut auch so richtig gut nach diesen Monaten der Stille und des Ruhens. Ich werde euch immer noch zwischendurch ein bisschen erklären, was ich gemacht habe. Ich bin jetzt wieder im Action-Modus, aber jetzt im Frühling ist der auch vollkommen okay, im Gegensatz zum Winter. Und da habe dann einige Orte besucht, die ich euch so ein bisschen in diesem Video vorstelle. Und ja, ich habe mittlerweile jetzt auch eine Drohne. Die hatte ich auch schon vorher, die war aber kaputt, musste erstmal nach Deutschland zurückgeschickt werden und repariert. Und jetzt ist sie da. Und ihr werdet sehen, einige Aufnahmen sind jetzt auch mit der Drohne gemacht. Also viel Spaß damit! So, jetzt bin ich auf der Insel Jetskär. Das ist auch im Schärengarten von Kalix. Da bin ich rausgefahren mit Niklas von Cold Adventures.
Den kennt ihr schon vom Video im Januar. Da waren wir nämlich zusammen auf Rhône. Und jetzt werde ich eine Nacht hier übernachten in einer kleinen Stüger, die Cold Adventures neuerdings vermietet. Und in dieser Stüger muss man heizen mit Feuer. Also wird mir das jetzt nochmal professionell hier gezeigt. Okay. Vi ska hugga mindre bitar när vi ska göra upp. Also es ist wichtig, erstmal kleinere Stücke zu machen, nicht so Riesenstücke. Also wenn man hier mit so kleinen Stücken anfängt von der Borke, dann brennt das besser. Deswegen kann man das erstmal abtrennen. Ja, perfekt. Das ist Rentierkacke. Wie ich schon mal erzählt habe, das sind richtige Korinthenkacker. Wird man gar nicht denken, ne? Bei so relativ großen Tieren, aber sie machen ganz klein. Ist das schön, wieder grün zu sehen. Das weiche Moos, das jetzt so langsam unter dem Schnee hervorkommt. Schicht für Schicht.
Ende April habe ich auch das Solberget Wildnisdorf in der Nähe von Nattavaara besucht. Das ist südlich der Stadt Gällivare, also schon weiter Richtung Berge. Und zwar hat dort der Deutsche Dirk Hagenbuch 2002 ein Wildnisdorf eröffnet. Das heißt, es gibt ganz gemütliche, aber sehr einfache Unterkünfte. Er hat fast alles dort selber aus Holz gemacht, inklusive der Betten. Und in diesem Dorf gibt es kein fließendes Wasser. Man muss sich also selbst das Wasser aus einem Brunnen oder aus einer Quelle schöpfen, wo auch geprüftes Trinkwasser wirklich zur Verfügung steht. Und es gibt auch kaum Elektrizität und man bekommt das Licht zum Beispiel durch Öllampen oder durch Sonnenenergie. Und das ist eine ganz besondere Erfahrung, um sich wirklich wieder auf das Wesentliche zu besinnen. Und wer dort zum Beispiel im Winter zu Gast ist, kann auch eine Rentierschlittenfahrt unternehmen, denn in dem Dorf gibt es auch ein paar Rentiere. Also wirklich eine ganz tolle Sache, um zur Ruhe zu kommen. Die nächsten Nachbarn sind 20 Kilometer entfernt und um wirklich sich um das Nötigste zu kümmern, essen, schlafen, trinken und was man eben so zum Überleben braucht. Am 30. April war Walpurgisnacht. Das wird hier oben in Schweden gefeiert mit Feuern, mit denen man wirklich jetzt den Winter endlich vertreiben möchte. Und die Leute grillen meistens noch Wurst dazu über diesen Feuer. Und das habe ich mir hier im Dorf angeschaut. Da wurde ein kleines Feuer gemacht. Und noch größer war es aber in Luleå, in Gammelstad-Jürgstad. Das ist der alte Teil von Luleå. Da war ich nämlich mit meinem spanischen Kumpel Oscar, der mich kurz besucht hat, eine Woche lang. Und dann haben wir direkt dort mal Falukorv gegrillt. Das ist eine sehr typische schwedische Wurst aus Südschweden. Und die Leute hier lieben sie wirklich, um zu grillen. Mit meinem Kumpel war ich dann unterwegs Richtung Jokkmokk. Das ist so ungefähr im Herzen von Schwedisch Lappland und gilt als Hauptstadt der Samen, der Ureinwohner, wo es auch eben ganz viele Läden mit samischem Kunsthandwerk gibt, was man sonst nirgendwo in der Region findet. Also ganz interessanter Ort, auch mit einem tollen Museum. Und die Natur rund um Jokkmokk, das ist wie an vielen Orten eben ganz, ganz viel Wald, soweit das Auge sehen kann. Aber auch ganz viele Seen. Von denen waren jetzt manche sogar noch halb oder sogar ganz zugefroren, dass man darauf nochmal laufen konnte. Das muss man natürlich in letzter Minute nochmal ausnutzen. Wir haben auch noch Rentiere am Straßenrand gesehen. Die sind jetzt überwiegend schon umgezogen in höher gelegene Gebiete oder sogar in die Berge, wo sie dann die Sommermonate verbringen und auch genügend Futter finden. Und wenn man jetzt Rentiere sieht, die noch ein Geweih haben, kann man eigentlich sicher davon ausgehen, dass das Weibchen sind. Bei Rentieren ist das nämlich so, dass die Männchen die Geweihe schon früher abwerfen, eigentlich wie die Elche, genau, im Winter. Und die Weibchen behalten ihr Geweih so lange, wie sie trächtig sind. Und ich hatte ja erzählt, Mai ist der Monat, in dem Rentierkälber geboren werden. Und deswegen behalten die Weibchen noch so lange auch ihr Geweih, bis die Kleinen geboren sind. Das dient vor allem dazu, damit sie gegen andere Weibchen Futterstellen verteidigen können, die ja gerade in den Wintermonaten sehr spärlich zu finden sind.
Ja, und am Ende war ich mit meinem Kumpel dann noch in der Nähe von Boden in der sehr schönen Sorbün Lodge. Das ist eine Unterkunft auch mit Hotel oder mit Stugor, also Hütten an einem See, der tatsächlich noch zugefroren war. Und am Ende von diesem Video möchte ich euch zum Entspannen ein paar Szenen zeigen von sowohl Kukkolaforsen, das ist eine Stromschnelle in dem Torne 11, der Schweden und Finnland voneinander trennt. Und dann war ich zum zweiten Mal in Storforsen, hatte ich ja mal erzählt, das ist die größte Stromschnelle hier oben in Skandinavien. Und da konnte man jetzt im Vergleich zum März schon sehr, sehr schön sehen, dass wirklich das Eis fast weg ist, der Schnee fast getaut ist und dass das Wasser an unheimlicher Kraft gewinnt. Und weil der Frühling eben auch bedeutet, dass alles jetzt wieder im Fluss ist, denke ich, das ist ein sehr schöner Abschluss für dieses erste Video aus dem Frühling. Und damit wünsche ich euch, dass vielleicht bei euch auch gerade vieles wirklich fließt und auch ihr die neue Energie des Frühlings verspürt. Bis zum nächsten Mal.